Hallo und schön, dass du wieder da bist. Hattest du schon mal einen Moment, in dem du über deine Sachen gesprochen hast und plötzlich unsicher warst, wie du sie richtig beschreibst? Genau solche kleinen Situationen entscheiden oft darüber, ob dein Deutsch natürlich klingt oder nicht. Heute schauen wir uns das gemeinsam an, mit einer echten Alltagssituation und einer Grammatik, die du ständig brauchst. Wenn du dein Deutsch Schritt für Schritt sicherer machen willst, bleib unbedingt dabei und abonniere den Kanal für weitere Lektionen. Bevor wir über Regeln nachdenken, gehen wir kurz in eine ganz normale Alltagssituation. Hör dem Gespräch einfach zu und spür, wie über persönliche Sachen gesprochen wird. Du musst nicht jedes Wort verstehen. Das Gefühl kommt zuerst, die Erklärung danach. Hast du meine Tasche gesehen? Ich finde sie nicht. Meinst du die blaue Tasche oder eine andere Tasche? Die blaue, das ist eine neue Tasche. Ich habe sie erst gestern gekauft. Ah ja, ich glaube, sie liegt auf einem kleinen Tisch im Flur. Wirklich? Da liegt auch ein altes Buch von mir. Genau. Und neben dem Buch liegt ein schwarzer Schlüssel. Super, danke. In der Tasche ist auch ein wichtiges Dokument. Dann nimm sie lieber schnell mit. Es ist ein sehr wichtiges Papier. Im Gespräch hast du gehört, wie ganz normal über Dinge gesprochen wird. Einige Wörter kamen dir vielleicht bekannt vor, andere waren neu oder noch unsicher. Genau diese Wörter schauen wir uns jetzt genauer an, damit du sie nicht nur verstehst, sondern auch selbst richtig benutzen kannst. Die Tasche. Ein Ding, in dem man persönliche Sachen trägt. Beispiel: Meine Tasche liegt im Flur. Liegen. An einem Ort sein ohne Bewegung. Beispiel: Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Flur. Ein Raum zwischen mehreren Zimmern. Beispiel: Der Flur ist sehr lang. Wichtig. Etwas hat große Bedeutung. Beispiel: Das Dokument ist wichtig. Das Dokument. Ein offizielles oder wichtiges Papier. Beispiel: Ich brauche das Dokument. Ständig. Etwas passiert sehr oft oder immer wieder. Beispiel: Er ist ständig müde. Die Erklärung. Man sagt oder zeigt etwas genauer. Beispiel: Die Erklärung ist klar. Jetzt hast du die Wörter gesehen und verstanden, wie sie im Alltag benutzt werden. Damit sie wirklich im Kopf bleiben, gehen wir zurück in die Geschichte. Dieses Mal fehlen einige Wörter. Und genau hier kommst du ins Spiel. Hast du meine Tasche gesehen? Ich finde sie nicht. Meinst du die blaue Tasche oder eine andere Tasche? Die blaue, das ist eine neue Tasche. Ich habe sie erst gestern gekauft. Ah ja. Ich glaube, sie liegt auf einem kleinen Tisch im Flur. Wirklich? Da liegt auch ein altes Buch von mir. Genau. Und neben dem Buch liegt ein schwarzer Schlüssel. Super, danke. In der Tasche ist auch ein wichtiges Dokument. Dann nimm sie lieber schnell mit. Es ist ein sehr wichtiges Papier. Klasse! Du hast die Wörter im Zusammenhang gesehen und selbst damit gearbeitet. Jetzt gehen wir einen Schritt tiefer und schauen gemeinsam, warum genau diese Formen verwendet werden und wie du sie in ähnlichen Alltagssituationen sicher einsetzen kannst. So wird aus einem ersten Gefühl echtes Verstehen. Adjektivdeklination mit unbestimmtem Artikel. Im Alltag beschreiben wir Dinge sehr oft genauer. Wir sagen nicht nur Tasche, Buch oder Schlüssel, sondern wir sagen zum Beispiel, dass eine Tasche neu ist, ein Buch alt ist oder ein Schlüssel schwarz ist.
Genau dafür benutzen wir Adjektive. Wie wir im Dialog gehört haben, stehen diese beschreibenden Wörter direkt vor dem Nomen, aber nach dem Artikel. Wir hören also Formen wie eine neue Tasche, ein schwarzer Schlüssel, auf einem kleinen Tisch. Jetzt schauen wir uns ganz ruhig an, was dabei mit dem Adjektiv passiert. Wenn ein Adjektiv zwischen Artikel und Nomen steht, bekommt es eine Endung. Diese Endung ist wichtig, damit der Satz für deutsche Ohren richtig klingt. Die Endung hängt davon ab, welchen Artikel wir hören und welches Wort danach kommt. Beginnen wir mit einem einfachen Fall. Bei weiblichen Wörtern hören wir sehr oft die Endung e. Zum Beispiel sagen wir eine neue Tasche. Der Artikel eine zeigt uns schon, dass das Wort weiblich ist und deshalb bleibt die Adjektivendung ruhig und einfach. Bei männlichen Wörtern klingt es anders. Wenn wir zum Beispiel sagen, was dort liegt, hören wir ein schwarzer Schlüssel. Hier bekommt das Adjektiv die Endung er, weil der Artikel ein vor einem männlichen Wort steht. Bei sächlichen Wörtern hören wir eine andere Endung. Zum Beispiel sagen wir ein wichtiges Dokument. Hier passt die Endung es, weil das Wort Dokument sächlich ist. Bis hierhin geht es nur darum, zuzuhören und die Formen langsam wahrzunehmen. Du musst noch nichts auswendig lernen. Wichtig ist nur, dass du merkst, das Adjektiv verändert sich, damit es gut zum Artikel und zum Nomen passt. Der nächste wichtige Schritt: Formen mit einem und einen. Wie wir im Dialog gehört haben, ging es nicht nur um Dinge, sondern auch um Orte. Wir haben zum Beispiel gehört, auf einem kleinen Tisch. Hier merken wir, der Artikel ist nicht mehr ein oder eine, sondern einem. Und genau in diesem Moment verändert sich auch die Endung des Adjektivs. Schauen wir uns das ganz ruhig an. Wenn wir sagen, wo etwas ist, also wenn etwas an einem Ort liegt oder steht, dann benutzen wir sehr oft einem. In solchen Sätzen ist der Ort wichtig, aber er ist nicht das Hauptthema des Satzes. Deshalb klingt das Adjektiv hier fast immer mit der Endung en. Darum sagen wir auf einem kleinen Tisch. Nicht kleiner, nicht kleines, sondern kleinen. Dasselbe hören wir auch in anderen Alltagssituationen. In einem großen Raum, an einem alten Bahnhof, bei einem guten Freund. Du hörst, sobald einem da ist, kommt beim Adjektiv sehr ruhig en dazu. Das ist kein Zufall, sondern ein festes Muster im Deutschen. Jetzt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn wir sagen, wen oder was wir haben, suchen oder sehen, dann benutzen wir oft einen. Auch hier hört man fast immer die Endung en beim Adjektiv. Zum Beispiel sagen wir, ich suche einen schwarzen Schlüssel. Sie hat einen neuen Job. Auch hier hilft dir wieder derselbe Gedanke. Sobald du einem oder einen hörst, kannst du innerlich schon wissen, dass das Adjektiv auf en endet. Du musst das nicht analysieren oder berechnen. Es reicht, wenn du langsam sprichst und auf den Artikel hörst. Das Adjektiv folgt ihm ganz natürlich. Beispiele aus Alltag und einer kleinen Geschichte. Schauen wir uns jetzt einige neue Beispiele an, ganz ruhig und aus dem Alltag, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Stell dir vor, jemand erzählt von seinem Nachmittag.
Er sagt, ich sitze in einem ruhigen Café. hier hören wir einem ruhigen Café, weil es um den Ort geht, wo er gerade ist. Deshalb endet das Adjektiv auf en. Später sagt er, Ich treffe einen alten Freund. hier hören wir einen alten Freund, weil es darum geht, wen er trifft. Auch hier kommt die Endung en. Dann erzählt er weiter, Ich habe eine kalte Limonade bestellt. das Wort Limonade ist weiblich. Deshalb hören wir ganz ruhig eine kalte Limonade mit der Endung e. Am Abend sagt er, Zu Hause lese ich ein interessantes Buch. deshalb passt hier die Endung s bei ein interessantes Buch. Du siehst, die Endung verändert sich nicht zufällig. Sie passt sich immer dem Artikel an. Und so klingt der Satz für deutsche Ohren natürlich und richtig. Jetzt bist du dran. Schreibe in die Kommentare, was du gerade suchst. Benutze einen oder eine und ein Adjektiv. Zum Beispiel kannst du über einen Gegenstand, eine Person oder etwas im Alltag schreiben. Mach dir keine Sorgen wegen Fehlern. Wichtig ist, dass du es versuchst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende bei diesem Video geblieben bist. Du hast die Wörter geübt, die Lücken gefüllt und einen ersten Blick auf die Grammatik bekommen. Jetzt bist du bereit, selbstbewusst über deine Sachen zu sprechen. Und das mit den richtigen Formen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonniere den Kanal, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gerne mit deinen Freunden, die Deutsch lernen. Gemeinsam macht Lernen noch mehr Spaß. Und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Schau dir bei Bedarf die vorherigen Lektionen noch einmal an. So festigst du alles Schritt für Schritt. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bleib motiviert, übe fleißig und bis bald.